Vor allem, wenn es um das Thema Geld und Finanzen geht, dann lernen wir alle am liebsten von Menschen, die es selbst finanziell sehr weit gebracht haben und sehr erfolgreich sind. In diesem Video werde ich dir von 7 Geld- und Investment-Tipps erzählen, die ich von einem Mandanten gelernt habe, der heute Milliardär ist. Eins der größten Privilegien meines Berufes ist, dass wir jede Woche mit sehr interessanten Mandanten sprechen, die es sehr weit gebracht haben im Leben. Sehr viel weiter, als ich es jemals bringen werde. Wir haben etliche Mandanten, denen es gelungen ist, im Laufe ihres Lebens durch ihre eigene Kraft, durch ihre eigene Kreativität, Vermögen im Umfang von mehreren Millionen, hunderten Millionen oder zum Teil sogar von Milliarden aufzubauen. Und wenn man das Glück hat, mit solchen Menschen zu sprechen, dann kann man vieles lernen. Man kann lernen, was sie anders machen. Man kann lernen, was sie besser machen. Und man kann natürlich auch von Fehlern lernen, die man am besten selbst vermeiden sollte. Heute möchte ich dir von 7 Geld- und Investment-Tipps erzählen, die ich von einem Mandanten gelernt habe, ein Deutscher, der mittlerweile Milliardär ist. Ich kenne ihn schon seit 2010, also seit fast 15 Jahren. Und als ich das erste Mal mit ihm gesprochen habe, da war er noch kein Milliardär. Er ist jetzt nicht so ein Möchtegern-Guru, der durch die Welt reist und Vorträge gibt und irgendwelche Bücher schreibt. Ich möchte jetzt hier keinen Namen von solchen Büchern nennen, aber du weißt schon, was ich meine. Rich Dad und so weiter und so fort. Sondern dieser Mandant ist eigentlich eher öffentlichkeitsscheu und tritt nicht sehr gerne im Rampenlicht auf. Die Tipps, von denen ich dir jetzt erzählen werde, die hat er mir auch nicht lehrmeisterhaft hier übermittelt, sondern ich habe ihn beobachtet, ich habe ihm von Zeit zu Zeit Fragen gestellt und so hat sich mir dann erschlossen, wie er eben hier so manche Dinge in puncto Geld und Investments handelt. Ich muss dich warnen, einige dieser Tipps sind sehr unorthodox. Ich stimme nicht mit allen überein. Ich möchte sie dir auch nicht empfehlen. Aber ich finde es einfach interessant, sie mit dir zu teilen. Vielleicht bringt dir das eine oder andere was. Wenn nicht, ist auch gut. Das Mindeste, das wir erreichen sollten, ist, dass es interessant ist für dich. Ich habe jetzt hier natürlich diese 7 Tipps in meinen eigenen Worten hier neu formuliert, um es auch hier ein bisschen frisch und knackig zu halten. Also, Tipp Nummer 1. Wenn's klingelt, dann spring. Nutze Gelegenheiten sofort, wenn sie sich bieten. Oder man kann auch sagen, wenn der Zeitpunkt richtig ist, dann gehe all in. Der Mandant, von dem ich hier spreche, der hat vor der letzten großen Finanzkrise 2008, 2009 einige interessante Unternehmen mit Partnern gegründet. Dann kam die Finanzkrise und alles ging ganz stark bergab, ging den Bach runter. Die Werte sind zusammengebrochen. Die Unternehmen waren danach nur noch ein Bruchteil dessen wert, was man darin investiert hatte. Die Partner des Mandanten hatten den Glauben daran verloren, aber der Mandant hat an den Wert dieser Unternehmen geglaubt. Es ist schon fast biblisch. Jesus erzählt ja auch im Neuen Testament von einem Schatz, der im Acker begraben ist und von dem nur du weißt. Und dann gibst du dein letztes Hemd dafür, diesen Acker zu kaufen. Nicht wegen dem Acker, sondern wegen dem, was sich darin verbirgt. Und genauso ging es dem Mandanten. Er hat gewusst, diese Unternehmen sind wahnsinnig viel wert, die haben viel Potenzial, auch wenn es von außen eher unscheinbar ist und so wie ein Acker aussieht. Das heißt, er hat dann wirklich sein letztes Hemd gegeben, um hier seine Partner rauszukaufen und dann die gesamten Anteile zu übernehmen. Und sie haben dann eigentlich die Grundlage für seinen Wohlstand gebildet. Es sind heute diese Unternehmen, die wahnsinnig viel wert sind, die inzwischen an der Börse sind. Die hat er damals letztlich hier praktisch gerade so noch vor der Pleite gerettet. Tipp Nummer 2. Alle Eier in einen Korb, das ist der Weg des Gewinnerschnabels. Wir hören ja viel was von Diversifikation. Der Mandant von mir würde sagen, Diversifikation ist was für Verlierer. Ich habe ihn einmal gefragt, sag mal, besitzt du eigentlich Gold? Er sagt, nein. Besitzt du Immobilien? Nein. Hast du ETFs? Nein. Hast du Krypto? Nein. Hast du vielleicht kostbare Weine, eine Oldtimer-Sammlung oder investierst du in Kunst? Er hat alles verneint. Er hat tatsächlich seine gesamten Werte in ein paar Aktien investiert, hauptsächlich seine eigenen Unternehmen und andere Unternehmen, wo er investiert war. Und er hat von all dieser ganzen Diversifikation überhaupt nichts gehalten. In der Tat ist das natürlich bei vielen Milliardären so. Wenn du dir heute Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos oder Elon Musk anschaust,
dann stecken eigentlich die größten Teile ihres Vermögens in ein paar wichtigen Beteiligungen, also bei Musk zum Beispiel Tesla, SpaceX und so weiter und so fort. Und mir ist schon natürlich klar, dass viele Milliardäre dann später auch diversifizieren. Wir kennen das ja zum Beispiel von Bill Gates, er hat sehr viel landwirtschaftliche Nutzflächen gekauft und so weiter und so fort. Aber interessanterweise ist dort wenigstens am Anfang der Milliardärskarriere von Diversifikation nicht viel zu spüren. Tipp Nummer 3. Schulden sind wie Katzen, sie vermehren sich im Dunkeln. Will heißen, nimm dich vor Schulden in Acht, sie können schnell außer Kontrolle geraten. Oder auch, mach dich nicht strategisch abhängig von Schulden. Schulden können natürlich schon okay sein und sind manchmal auch notwendig, das ist ganz klar. Aber sei in deinem Geschäftsmodell und bei deinem Wohlstand nicht von Schulden abhängig. Ich möchte jetzt hier nicht wieder so eine bekannte Pfeife zitieren, die ja auch gern damit prahlt, wie viele Schulden sie hat. Das war es zuletzt, 1,2 Milliarden Dollar. Ich glaube, jeder von uns kann sich ausmalen, wie schnell das Ganze hier in den Keller gehen kann, wenn mal die Zinsen steigen oder auch die besicherten Werte aus irgendeinem Grunde ins Ungleichgewicht geraten. Also, sei vorsichtig mit Schulden und meide sie, wenn du kannst. Tipp Nummer 4. Cashflow ist König, lass ihn nicht auf dem Thron schlafen. Gemeint ist damit, dass du eben verfügbares Cash schnell wieder reinvestieren solltest. Hier kann ich dir eine interessante Geschichte von diesem Mandanten erzählen. Wir haben ja regelmäßig dann Rechnungen an sein Unternehmen geschrieben. So die typischen Beraterrechnungen, vielfach nicht besonders hoch, mal 5.000, mal 10.000. Und er hat immer sehr spät bezahlt. Und irgendwann, ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zu ihm, habe ich einfach mal gesagt, na hör doch mal, du bist doch hier viele hunderte Millionen schwer. Was ist denn eigentlich der Grund, warum unsere Rechnungen immer so spät bezahlt werden? Und er sagte dann sehr ehrlich, ich würde fast sagen mit entwaffnender Ehrlichkeit, naja, ich habe einfach vielfach keine Liquidität. Denn sobald ich Liquidität frei habe, sobald ich Cash auf dem Konto habe, wird das am gleichen Tag sofort wieder in Aktien investiert. Also, wie du siehst, ja das Thema Investieren wirklich extrem ernst genommen. Weisheit Nummer 5 oder Tipp Nummer 5. Geld stinkt nicht, aber manchmal muss man sich die Hände schmutzig machen. Also sei bereit, auch unangenehme Aufgaben zu übernehmen, um Geld zu verdienen. Was heißt das hier im Falle des Mandanten, von dem ich dir gerade erzähle? Nun, er war oder er ist ein genialer Verkäufer. Und wenn es darum ging, Geld einzuwerben, Kapital einzuwerben, um Geld zu fragen, etwas, das ja sehr viele von uns nicht sehr gerne tun, weil da ist man mit Ablehnung konfrontiert. Da sagen Leute nein, da sagen Leute, was für eine blöde Idee, das interessiert mich überhaupt nicht. Also, Kapital einwerben, das ist so eins der wichtigsten Skills, die man überhaupt noch haben kann. Das hat er immer selbst gemacht, der Mandant. Ist also tatsächlich hier zum Beispiel nach New York geflogen, nach London geflogen, hat in einer Woche 40 oder 50 Investorentermine hier in harter Arbeit wahrgenommen, tatsächlich Klinken geputzt. Als er dann immer bekannter und erfolgreicher wurde, haben sie natürlich dann die Top-Repräsentanten, auch Prominente, die wir kennen, hier für ihn Zeit genommen und mit ihm gesprochen. Aber er war immer der hier wirklich in Akkordarbeit diese Mittel eingeworben hat. Er hat es nicht jemand anders überlassen. Für ihn war das Chefsache. Er hat ein geniales Netzwerk an Kontakten. Er kennt wirklich Gott und die Welt. Aber für ihn heißt Geld immer noch ins Flugzeug sitzen, sich mit jemandem treffen, verhandeln und ihn hier zur Unterschrift zu bringen. Get them to sign on the line that is dotted. Wenn du weißt, woher dieses Zitat kommt, schreib es in die Kommentare hinein. Ein ganz interessanter Film, der ja zur Legende geworden ist. Und ehrlich gesagt, diese Fähigkeit, hier Geld einzuwerben, Kapital einzuwerben, nach Geld zu fragen, das ist ja ein ganz wichtiger USP meines Mandanten. Viele sind sich da, wie gesagt, zu schade dafür, aber ich kann nur jedem raten, der ernsthaft daran interessiert ist, ein Unternehmen aufzubauen, sich damit ganz intensiv zu beschäftigen. Das ist so ziemlich mit der wichtigste Skill, den du haben kannst. Weisheit Nummer 6, Tipp Nummer 6 eines Milliardärs zum Thema Geld verdienen und investieren. Steuern sind wie Regenwolken. Finde deinen Steueroasen-Regenschirm. Als ich den Mandanten, von dem ich hier gerade spreche, zum ersten Mal traf, eben das war so um das Jahr 2010 rum, als er gerade eben hier seine Partner rausgekauft hatte aus den Unternehmen. Da war ihm völlig klar, er muss Deutschland verlassen und er muss in ein steuergünstiges Land umziehen, denn die Steuern sind zweifellos
der größte Wertvernichter, die es gibt. Vielleicht ist der Krieg noch der größere Wertvernichter, aber gleich danach kommen die Steuern. Er hat deswegen sehr konsequent zu diesem Zeitpunkt hier eine Strategie entwickelt, mit uns gemeinsam, wie er Steuern sparen kann und wie er letztlich steuerfrei investieren und verdienen kann. Da ging es einmal um das Thema Umziehen natürlich und dann zweitens ging es um das Thema, eine Holding zu gründen, so eine Art Family Office. Umziehen war jetzt in seinem Fall eigentlich eher eine reine Formsache, denn er war ohnehin jemand, der tatsächlich 250 Tage im Jahr oder mehr unterwegs war, ja, damals. Er hat keine Familie und er war ständig unterwegs, vor allen Dingen eben, um Geld einzuwerben, um sich hier um seine Unternehmen zu kümmern. Und tatsächlich hält er sich recht selten eigentlich an seinem Wohnsitz auf. Er zog also damals nach Dublin um, und die Holdinggesellschaft wurde in Malta gegründet. Das war dann für ihn das ideale Setup. Er kann den Non-Dom-Status in Irland nutzen und hat eben mit der maltesischen Holdinggesellschaft ein ziemlich flexibel und ideales Vehikel, um seine Investments zu tätigen. Hier kann ich auch nur dir empfehlen, dich sehr frühzeitig mit dem Thema Steuern auseinanderzusetzen. Wirklich, wir sind ja heutzutage gewöhnt, hier den Discounts hinterher zu jagen, aber ich sage immer, vergiss die Discounts, zieh einfach irgendwo hin, wo du keine Steuern zahlen musst oder wenig Steuern zahlen musst. Dann brauchst du dich nicht immer mit irgendwelchen Discounts rumzuschlagen, denn das ist tatsächlich der ultimative Discount, wenn es ums Geldverdienen geht. Tipp Nummer 7 unseres Milliardärs: Privatjets sind Luftschlösser, bleib lieber auf dem Boden der Rendite. Auch das war eine Sache, was ich ihn einmal gefragt habe. Ich habe ihn einmal gefragt, jetzt bist du so wohlhabend, hast so viel erreicht und fliegst immer noch Linie. Warum bist du eigentlich nicht im Privatjet unterwegs? Und er sagte mir, nun, hör zu, ich habe hier die Senatorkarte von Lufthansa. Dort werde ich an manchen Flughäfen direkt ans Flugzeug gefahren, steige ein, fliege erste Klasse, kostet mich 20.000 Euro vielleicht hin und zurück in die USA. Wenn ich mit einem Privatjet fliegen würde, würde es 100.000 kosten. Die 80.000 investiere ich lieber in Aktien. Da habe ich am Ende mehr davon. Auch das fand ich einen sehr interessanten Tipp von jemand, der nun wirklich sehr viel Vermögen aufgebaut hat. Auch wenn man so viel Vermögen aufgebaut hat oder gerade dann, sollte man eben immer noch auf dem Boden der Tatsachen oder wie es hier in meinem Titel heißt, auf dem Boden der Rendite bleiben und sich überlegen, was wirklich solche Ausgaben bringen und ob es das wirklich wert ist. Man sollte das sehr wirtschaftlich anschauen und vielleicht, wenn es das bringt für dich, ja, dann sollte man es machen. Oder wenn du es zum Vergnügen machst oder was dir Spaß macht, dann ist es sicherlich auch in Ordnung. Aber wenn du von Rendite, von intelligent investieren sprichst, dann gilt vielfach, weniger ist mehr. So, was hältst du von diesen 7 Tipps? Kannst du dich in dem einen oder anderen wiederfinden? Hältst du sie für kompletten Schwachsinn? Hast du vielleicht noch einen weiteren Tipp, den du hier geben kannst? Wie gesagt, ich gebe dir diese Tipps einfach weiter, hier komplett ohne Gewähr. Please don't shoot the messenger, wenn du mit diesen Tipps hier nicht einverstanden bist. So, das war's mit unserem heutigen Video. Wenn auch du dabei bist, Vermögen aufzubauen, wenn auch du ein zukünftiger Milliardär bist und in diesem Zusammenhang ins Ausland umziehen möchtest, um deine steuerliche Situation zu optimieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, wie ich dir ja heute hier eindrucksvoll erklärt habe. Wir helfen Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, im Ausland Firmenstrukturen zu gründen, Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.